Hey, ich bin Alex, ich bin hier am Kölner Hauptbahnhof und habe was ganz Besonderes vor. Ich fahre mit Interrail durch Europa. Mit dem Zug ans Meer. Wie crazy ist das bitte? When the people stay here, the eyes are beautiful. Also, wie sieht's aus? Probiert ihr's? Drei Länder in 10 Tagen. Aus Deutschland geht's erstmal nach Frankreich, dann nach Italien, von dort nach Österreich und wieder zurück. Alles mit dem Zug. Wir haben im Voraus einen Interrail-Pass gebucht mit 5 Reisetagen. Das geht ganz einfach über die Eurail-App. Und jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, müssen wir einen Reisetag im Pass aktivieren und im besten Fall vor Mitternacht ankommen, denn sonst geht noch ein Reisetag drauf. Für Züge, die über Nacht fahren, wird übrigens nur ein Reisetag berechnet. Unser Pass kostet 296 €. Plus Reservierungen kommen wir auf 353. Hätten wir die Tickets einzeln gebucht, wären wir bei über 500 €. Den Regen und das graue Wetter lassen wir hier in Köln und fahren Richtung Süden und hoffentlich auch Richtung Sonne. Das Ticket kommt zwar über Interrail, auf der Zugreise gelten aber die Bestimmungen der einzelnen Bahnbetreiber. Checkt also direkt dort vorher, ob ihr zum Beispiel euer Fahrrad oder euren Hund mitnehmen könnt. Interrail kam 1972 auf den Markt als Gegenstück zu Familien- und Pauschalurlaub. Super viele junge Backpacker sind damit gereist, meistens Richtung Sonne. Aber auch Gastarbeiter, die das Ticket für die Reise in die Heimat genutzt haben. Wenig Komfort, dafür günstig. Wir sitzen hier noch ziemlich unspektakulär im Zug nach Karlsruhe. Wir, das sind Christoph und Jürgen. Und unser Endziel ist aber heute nicht Karlsruhe, sondern Lyon. Und das ist heute unsere Route. In Karlsruhe steigen wir gleich in den Zug nach Straßburg und von dort in den nächsten nach Lyon. So, und jetzt geht's weiter. Unsere Tickets wurden gerade kontrolliert und das funktioniert super mit dem Interrail-Pass. Das ist in der App, aber tatsächlich ist wirklich nur das Ticket in der App. Das heißt, wir sehen nicht, ob ein Zug Verspätung hat, wir sehen nicht, zu welchem Gleis wir gleich müssen und unsere Reservierungen sind auch nicht drin. In vielen Zügen müsst ihr vorab kostenpflichtig reservieren. Und das ist besonders auf Strecken, die beliebt sind, wie hier zwischen Straßburg und Lyon wichtig. Also früh genug reservieren, damit ihr auch noch mitkommt. Übrigens gibt es Rabatt für alle, die unter 28 und über 60 Jahre alt sind. Kinder zwischen 4 und 11 Jahren fahren umsonst mit. 8 Stunden waren wir heute unterwegs aus Köln nach Lyon. Wir haben 3 Züge genommen. Jetzt sind wir endlich da. Und ich muss sagen, unser erster Reisetag mit Interrail war ziemlich entspannt. Also wir haben alle unsere Anschlüsse bekommen, mussten nirgendwo warten. Jetzt sind wir hier, jetzt entspannen wir, gehen was essen und ab morgen erkunden wir dann Lyon und da freue ich mich sehr drauf. Guten Morgen aus Lyon. Wir sind hier gerade im Viertel Croix-Rousse angekommen, das bekannt ist für seine alternative Szene, viel Kunst und Kultur und geheime Wege. Croix-Rousse liegt zwischen den 2 Flüssen der Stadt. In Lyon gibt es das sogenannte Greeters-Programm. Auf der Internetseite der Stadt könnt ihr euch anmelden, eure Interessen angeben und dann spuckt euch das System Locals aus, die euch ihre Stadt zeigen. Es ist ein bisschen wie Tinder für Touristen. Und unser Match ist Elisabeth. Elisabeth Berguet ist Wahl-Lyonerin und vermietet oft ihr Gästezimmer an Studierende.
Über die Jahre hat sie sich ein großes Lyon-Wissen angeeignet, um ihren Gästen die besten Tipps geben zu können. Davon profitieren wir auch heute. Lyon ist eine ehemalige Seidenmetropole. Auf unserem Spaziergang erklärt mir Elisabeth, dass die Häuser hohe Fenster und Decken haben, weil dort früher die Webstühle reinpassen mussten. What would you say makes Lyon special? The food. Yeah. The food. It's really near the mountain, near the sea. It's a very good location. It has a sort of a way of living which is really, you know, peace and fun, and it's nice. It's really nice to live here. Yeah. It's not so stressful, you know. Yeah, you seem very relaxed. Yeah, I am. That's great. I am. Wir laufen zu den Traboules, zu den Geheimwegen der Stadt, die sich hinter unscheinbaren Hauseingängen befinden. It was used to take the silk from the hill down to the center, because the silk has to be protected from the humidity. You can go from the top to the down without seeing the sky. Yeah, there are trouble everywhere in Croix-Rousse. Die Geheimwege haben im Widerstand als Fluchtwege oder Verstecke für die Lyoner hergehalten. Wenn ihr die Traboules selbstständig erkunden wollt, gibt es eine App dazu. Achtet darauf, dass in den nicht-touristischen Vierteln nachmittags abgeschlossen wird. Und hier an diesem Zeichen erkennt ihr, ob sich hinter einem Eingang ein Traboul verbirgt. Früher war dieser Stadtteil eher underground. Heute ist er hip und alternativ. Croix-Rousse ist ein sehr buntes Viertel und hier kommen Kunst- und Designliebhaber auf jeden Fall auf ihre Kosten. Mit der Bahn fahren wir ins Viertel La Part-Dieu und sind auf den Spuren von Sternekoch Paul Bocuse. Der hat nicht nur die Nouvelle Cuisine geprägt, sondern Lyon auch zu seinem erstklassigen kulinarischen Ruf verholfen. Der überdachte Food Market ist nach ihm benannt. Ein toller Ort, um regionale Produkte einzukaufen und zu schlemmen. Bonjour, Saint-Marcelin, which is typical from Lyon. Bouton de chemise. Bouton de chemise. Probieren wir jetzt. Wollt ihr? Ja, ne? Es ist ein bisschen butterig, aber es ist ein harter Käse. Very good and not too salty. No, it's quite salty. You think? Okay. What shall we eat now? Here, What is this? c'est des bugnes. Bugnes. We have that for Carnaval. Ah, Yeah. ach wie Mutzen halt. Es schmeckt ein bisschen zitronig. A little bit of lemon? There's a little bit of lemon in it. Yeah. It's very good. Weiter geht's mit einer bekannten Spezialität, die ja schon sehr speziell ist: Froschschenkel. Da ich eh kein Fleisch esse, bin ich aus dem Schneider. Also, wie sieht's aus? Probiert ihr? Jürgen? Okay. Merci beaucoup. Also sieht auf jeden Fall auch aus wie Hühnchen. Elisabeth sagt gerade, es schmeckt auch so. Was sagt ihr? Bisschen feiner. Ein bisschen? Feiner, nicht so. Ein bisschen feiner als Hühnchen. Ja. Okay. Unser nächster Stopp ist am Austernstand. Wir lernen Thomas kennen, der hier seine Mittagspause verbringt. You already Yeah, I already. It's my dessert. What did you have for main? Ah, okay. Yes. Okay. 18 pieces. 18. 18 pieces. Wow, okay, 18 hat er schon verdrückt. Also, wir fangen mal langsam an. Es schmeckt sehr gut. Es schmeckt sehr, sehr frisch. Sehr, sehr lecker. Wollt ihr auch probieren? Wie an der See. Super, oder? Super. Sehr lecker. Elisabeth verabschiedet sich hier von uns und wir ziehen gleich zu dritt weiter.
Wir kommen jetzt gerade aus der Halle de Paul Bocuse raus, haben super viel gegessen. Mir ist so ein bisschen schlecht, wenn ich ehrlich bin. Es war, glaube ich, zu viel. Aber es ist ein ganz toller Ort, wenn man auf kompaktem Raum möglichst viel aus Lyon probieren möchte. Wir fahren jetzt zur Kathedrale, und zwar mit der Standseilbahn. Das ist auf jeden Fall bequemer, als den Hügel hochzulaufen, und ist auch spannender. Es fühlt sich schon so ein bisschen touristisch an, obwohl es eigentlich ein ganz normales Fortbewegungsmittel in Lyon ist. Es ist auch nur ein Waggon, die ist wirklich sehr klein, die Seilbahn, und es ist rappelvoll, wie man auch hört. Die Standseilbahn gibt es schon seit 1892. Die Lyoner sagen übrigens Ficelle dazu, was so viel heißt wie Schnur oder Schnürsenkel. Und die Kathedrale wurde 1872 gebaut. Aufwendig verziert und strahlend weiß erinnert sie ein bisschen an die Sacré-Cœur in Paris. Die Basilique Notre-Dame de Fourvière gehört wie ein großer Teil von Lyon zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und von hier oben hat man einen ganz tollen Blick auf die Stadt und kann super Fotos machen. Angeberwissen für euren Lyon-Besuch? Diese zwei Gebäude nennen die Lyoner Stift und Radiergummi. Mein Tipp ist, mit der Seilbahn hoch und zu Fuß runter diesen sehr, sehr schönen Weg. Und dann landet ihr direkt im Vieux Lyon. Und hier lassen wir heute den Tag ausklingen und starten morgen früh mit einer Fahrradtour. Einen wunderschönen guten Morgen aus Lyon. Wir hatten gestern hier schon einen ganz tollen Tag, haben super viel erlebt, gut gegessen, schöne Ecken entdeckt. Aber Lyon hat nicht nur sehr viel Urbanes zu bieten, sondern auch Natur. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Parc de la Tête d'Or, der grünen Lunge der Stadt. Ihr könnt euch in der ganzen Stadt Fahrräder ausleihen. Apps zeigen euch, wo genau. 24 Stunden kosten 4 €. Das mit dem Fahrrad war wirklich eine sehr gute Idee, weil der Park ist riesig. Also wenn ihr den einmal komplett erkunden wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall ein Fahrrad empfehlen. Damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, wie groß dieser Park ist. Es gibt hier einen botanischen Garten, es gibt mehrere Rosengärten, es gibt ein Fahrradstadion und es gibt sogar einen Zoo. Wir laufen jetzt zum Herzen der Stadt, zur Halbinsel zwischen den zwei Flüssen. Wir sind jetzt den ganzen Morgen rumgeradelt, jetzt habe ich echt Hunger. Lyon kann nicht nur Sterneküche, es geht auch bescheidener, nämlich in den traditionellen Lokalen, den sogenannten Bouchons. Chefkoch Olivier Canal ist Präsident des Verbands der Lyonneser Bouchons und sein Restaurant wurde letztes Jahr zum Besten gewählt. Und das ist die Spezialität des Hauses. This one is pâté croûte. You know pâté croûte? No, what is it? It's a meat, Yes. foie gras, and A speak? No, this one? yeah, speak. Okay. And it's sweet bread, you know, in the veal. Okay. Also das ist der Hals von einem Tier. Olivier erzählt, dass es das Bouchon schon seit über 100 Jahren gibt. How is it possible to have like a very successful restaurant for 100 years? The success. We love my job every time, and when the people stay here, the eyes are beautiful, and I love that. Yes. Und jetzt geht's ans Probieren. Also das, hat er gesagt, sind Croutons mit Ei in Weinsoße. Sehr deftig. Und da sind auch Pilze drin. Schmeckt richtig, richtig super. Und Olivier bringt und bringt Teller an unseren Tisch. Spezialitäten aus Lyon, zubereitet mit Produkten aus der Region. Als nächstes probiere ich das Gratin.
Boah, schmeckt das geil. Ich meine, Nudeln und Käse, ne? Also, das ist schon gut. Das ist richtig gut. So, und das hier, genau das, was du jetzt schon annimmst, Christoph, das müsst ihr jetzt probieren. Ja. Weil das ist schon sehr fleischlastig. Das ist doch was für uns. Bon Appetit. Danke. Ich glaube, es gefällt uns beiden. Ja? Sehr gut. Da kommt der Nachtisch. Wow, also das ist Sorbet mit Crème de Cassis und ein bisschen Alkohol. Das ist diese Praline, die sehr typisch ist für Lyon. Die hat auch diese pinke Farbe, das ist ein Flan. Und hier ist davon auch ein bisschen was eingearbeitet und es ist ein Apfelkuchen. Ich glaube, von diesen 3 Desserts ist der Apfelkuchen mein Favorit. Satt und glücklich bedanken wir uns bei Olivier und ziehen weiter zu unserer letzten Verabredung für heute. Wir bleiben im gleichen Viertel und laufen zum Place de Jacobin. Wir sind hier in einem sehr lebhaften Stadtteil von Lyon und genau hier haben sich ein paar kreative Köpfe zusammengetan. Dieser Concept Store ist ein Zusammenschluss von 6 Designern und Designerinnen aus Lyon. Wir treffen Valérie, Gabriela und Thibaut. We met on different events together, and then we all wanted to grow, and we decided to share a bigger shop in a better location. That's a nice idea. Did you have to match your designs in some way, or is it just not especially, but Except, but we make also the collaboration between, for example, together we make this one. this design. okay? Valérie hat sich auf Seidentücher spezialisiert. Silk is a tradition for Lyon, but I believe if we want this tradition to last, it has to be something less traditional in the way to wear it. Okay. So that's my concept. It's revisiting silk. Das ist eine richtig coole Idee. Also du hast einmal hier diesen Gürtel oder je nachdem, was du da anhast oder als Kopftuch, Halstuch und dann hat sie noch diese kleinen Manschetten, die aus dem gleichen Stoff sind und dann sieht das alles so irgendwie direkt sehr cool kombiniert aus. Finde ich toll. How do I recognize good silk? This. Yes. And then? And then you see it stays. It stays in shape. Yes. Ah. Alle Designer lassen übrigens direkt in Lyon oder in der Nähe produzieren. Gabriela zeigt uns hier ihre aktuelle Kollektion und erklärt die Idee dahinter. You have this one, the inspiration is the Japanese mythology. She's Benten. She's a divinity and she's a symbol of courage. This is a nice fabric. It's very heavy. It's very heavy, and we're very proud of the material. Do you also get inspired by your Mexican heritage? Yes, for example. Yes, show me. This collection we create to talk about strong women, and she's Lupita, and she have a message. No me disculparé por ser fuerte. I don't apologize for being strong. Diese schöne Message nehmen wir mit und verabschieden uns von den Designern und langsam auch von Lyon. Wir haben super viel erlebt hier, haben toll gegessen, fantastische Leute kennengelernt und ich werde Lyon als eine super schöne Stadt in Erinnerung behalten. Wir lassen den Tag jetzt hier noch ausklingen und ich freue mich schon auf die weitere Reise, denn es geht jetzt nach Italien an die Cinque Terre. Wenn ihr nicht warten könnt, alle Folgen gibt es jetzt schon in der ARD Mediathek.